Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge Lasst uns lesen. Ich habe heute was Besonderes mitgebracht. Und zwar, ich zeige es euch mal, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ist nicht so in gutem Zustand. Deutsche Kulturbilder. Das sind nicht nur einfach Bilder, das sind Zigarettenbilder. Von den Amerikanern rübergeschwappt nach Europa. Es ist so, dass man in der damaligen Zeit, vor allem in den 30er und 40er Jahren, hat man zu jeder Zigarettenschachtel ein kleines Bildchen mit hinzugefügt. Und das war so populär, dass man auch Alben rausgebracht hat, wo man das reingeklebt hat. Ich schätze auch mal, die wurden getauscht miteinander, so wie man es heute mit Panini macht, mit den Fußballbildern. Man könnte also sagen, das ist Panini für Erwachsene oder für rauchende Kinder, je nachdem. Danke dann nochmal an meinen Arbeitskollegen, der mir das gute Stück hier gespendet hat. Dann werde ich erstmal das Vorwort vorlesen und die erste Seite an Bildern euch zeigen. Und dann werden wir das Stück für Stück durcharbeiten, bis wir ganz durch sind. Und dann lese ich euch schon mal die erste Seite vor. Deutsche Kulturbilder, deutsches Leben in 5 Jahrhunderten, von 14. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Zigarettenbilderdienst, Altono Bahrenfeld, Werk 9, herausgegeben 1934. Um den Zeitcharakter vergangener Jahrhunderte möglichst unmittelbar wieder aufleben zu lassen und durch die Bilder dieser Sammlung in historischer Treue festzuhalten, sind vielfach bewusst zeitgenössische Darstellungen benutzt worden. Einleitung. Die Bilder dieser Sammlung sollen ein lebendigen Beitrag sein zu dem großen Kapitel Deutsche Geschichte. Die deutsche Geschichte in ihren Grundzügen, die großen politischen Ereignisse, Revolutionen und Kriege sind uns wohl bekannt. Im Leben großer Persönlichkeiten, Monarchen, Feldherren, Politiker und Geisteshelden wissen wir meist Bescheid. Kennen wir aber jene Zeit wirklich in allen ihren Lebensäußerungen? Stehen Alltag und Festtag, Arbeit und Spiel dieser Jahrhunderte lebendig anschaulich vor uns? Meist wissen wir von alten diesen Dingen, die wir Kulturgeschichte nennen, nur wenig. Zu wenig wissen wir von den treibenden Kräften, die oft gerade von Inneren des Volkes und von den unteren beständigen Schichten erst nach oben wirken. Und doch geben sie uns erst das wahre, lebendige Bild vergangener Zeit, die mannigfaltig abgestuften Hintergrund großer Ereignisse. Reformationen, 30-jähriger Krieg, Zeitalter Friedrich des Großen. Alles erwacht erst zu wirklichen Leben und wird uns greifbar, wenn wir neben die geschichtlichen Tatsachen aus die Lebensgewohnheiten jener Zeiten halten. Wie die Menschen wohnten, womit sie sich umgaben, wie ihr Tageslauf sich abspielte. Doch nicht allein die Vergangenheit unseres Volkes lehrt uns die Kulturgeschichte verstehen und nacherleben. Sie schärfen auch den Sinn für das Heute. Am Einst begreifen wir das Jetzt. Wir erkennen Fortschritt und Weiterentwicklung, sehen, wie viele Gegenstände und Einrichtungen das tägliche Leben sich von unbeholfenen Anfängen zu technischer Vollkommenheit entwickelt haben. Es bleibt uns aber auch nicht verborgen, in welchen Dingen die Vergangenheit reicher war als die Gegenwart, dass vieles, worauf wir heute stolz sind, nicht erst eine Errungenschaft unserer schnelllebigen Zeit ist. Man sagt, die Geschichte des Menschen ist sein Charakter. Umgekehrt kann man aber auch sagen, der Charakter eines ganzen Volkes ist seine Kulturgeschichte. Dr. Wolfgang Brun. Sehr schöne Einleitung. Dann kommen wir zum allerersten Abschnitt, vom 14. bis zum 15. Jahrhundert. Das Ende des Mittelalters, Spätgotik. Von den 3 großen Epochen, in die man die Weltgeschichte einteilt, Altertum, Mittelalter und Neuzeit, umfasst das Mittelalter die zwischen dem Untergang des Weströmischen Reiches im Jahre 476 und der Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts liegenden Jahrhunderte.
Wenn dies auch eine willkürliche zeitliche Begrenzung ist, denn die Zeit und mit ihr das Geschehen bleibt ja niemals an einem Punkte stehen, sondern fließt stets weiter, so ist doch der Mittelalter genannte Zeitabschnitt eine Welt für sich, deren Verständnis sich und die modernen Menschen nur langsam erschließt. Eines der interessantesten Jahrhunderte des Mittelalters ist das letzte, das 15., weil sich in ihm die beginnende Neuzeit schon in Einzelheiten ankündigt, aber andererseits aber der Geist des Mittelalters noch durchaus lebendig ist. Worin besteht nun das Wesen des Mittelalters? Vor allem darin, dass der Mensch als Einzelwesen nichts bedeutet, sondern nur als Mitglied einer Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, die ihm Macht, Recht und Schutz gewährt, ist aber nicht wie heutzutage der Staat. An erster Stelle steht im Mittelalter die Kirche. Sie bestimmt nicht allein das religiöse Leben des Menschen, sie beherrscht sein ganzes Denken und Fühlen. Alles Tun geschieht im Hinblick auf die Lehren der christlichen Kirche. An zweiter Stelle steht die ständische Gliederung im Ritterstand, Bürgerstand und Bauernstand, die sehr streng gegeneinander abgeschlossen sind. Besitzen im frühen und hohen Mittelalter ausschließlich Geistliche und Rittertum die Macht, so gelangt im späten Mittelalter mit dem Aufblühen der Städte das Bürgertum zu Ansehen. Das 14., 16. Jahrhundert bilden die Höhepunkte bürgerlich-städtischer Macht. Und schließlich bestimmt das Leben des Einzelnen auch die Gemeinschaften, die sich innerhalb der städtischen Gliederungen bilden. Wie in der Kirche die einzelnen Mönchsorden entstanden waren, so schafft das Rittertum sich seine geistlichen und weltlichen Ritterorden. Im Bürgertum schließen sich besonders die Angehörigen eines Berufes zu Verbänden zusammen. Hier sind es vor allem die Zünfte, zu denen die einzelnen Gewerbe sich vereinen, um ihre Berufsinteressen zu schützen und zu fördern und die im gewerblichen Leben unserer Tage, heute Innungen genannt, noch ihre bedeutende Rolle spielen. Die geistige Grundeinstellung des Mittelalters spiegelt sich auch im Leben und Treiben der damaligen Zeiten wider. Die Macht der Kirche dokumentiert sich in mächtigen Domen und prächtigen Fassaden. Der Anblick eines Prozession erhebt das Gemüte des Gläubigen und die Mysterienspielen führen ihm die einzelnen Etappen des Heilsgeschichte deutlich vor Augen. Auf hochrangender, schwer einnehmbaren Burg haust der Ritter. Wie sein ganzes Leben auf den Kampf eingestellt ist, so wird auch in seinen Spielen, im Turnier, auf der Jagd der kämpferischen Charakter offenbar. Eng zusammengedrängt liegen die Wohnungen der Bürger und schützenden Mauern umschlossen. Aber jede Einzelheit verrät bürgerliche Gewerbefleiß, sei es in den Straßen der Stadt, auf den Märkten, in der Werkstatt oder im Hause. Am wenigsten unterscheiden sich, abgesehen von seinen Rechten, das Leben des mittelalterlichen Bauern von dem Leben späterer Zeiten. Ob frei auf eigenen Scholle sitzend, ob unterdrückt vom Rittertum oder dessen Sitten und Gewohnheiten nachahmt, sein Lebenslauf wird bedingt vom Wechsel der Jahreszeiten, die ihm seine Arbeit im Garten und Feld vorschreiben und die er bis zur Einführung der Maschine und des Motors mit dem gleichen Werkzeug verrichtet. In der bildenden Kunst und im Kunsthandwerk nennt man das 15. Jahrhundert die Zeit der Spätgotik und versteht darunter die Abwandlungen ins Spielerische, Krause und Bizarre, die der strenge Baustil des Mittelalters in jener Zeit erfährt und die nicht nur das einzelne Bauwerk, sondern ebenso gut auch jeden Gebrauchsgegenstand, jedes Möbelstück und jedes Gefäß, ja selbst die Kleidermode deutlich kennzeichnen. Das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommen wir zur ersten Seite mit den Bildern. Das Ende des Mittelalters. Bild Nummer 1. Goldschmiedewerkstatt. Seit vorgeschichtlicher Zeit fand schon das deutsche Goldschmiedehandwerk nachweislich auf beträchtlicher Höhe. Der geübte Goldschmied musste bestens handwerkliches Können mit künstlerischem Gefühl vereinigen. Die Kostbarkeit des Materials zwang zur besonderen kunstvollen Arbeit, sodass der Goldschmied zu den angesehensten Bürgern der Stadt gehörte. Bild Nummer 2. Enge Gasse. Die mittelalterliche Straße waren eng, lichtarme Gassen zwischen hohe Fachwerkhäuser mit vorspringenden Geschossen und Erkern. Hier hatten die Handwerker ihre Verkaufsstände aufgeschlagen. Eine Tischplatte nebst Klappdach von der Werkstattfenster war der Laden damaligen Zeit.
Überall lagen Abfälle und Unrat, sodass die Straßen oft schwer begehbar waren. Bild Nummer 3. Steinmetzen. Der von religiöser Erhebung getragene Baueifer des Mittelalters hat uns die herrlichen Kirchen hinterlassen. Dombaumeister und Steinmetze waren oft weit gereiste Künstler, die ihre meist im Ausland gemachten Studien in deutsche Wesensart umsetzten. Ihre großartigen Dome, an denen oft Generationen arbeiteten, zeugen von der beherrschenden Macht echter Glaubensfrömmigkeit. Bild 4 habe ich leider nicht. Es gibt 300 Bilder in diesem Album. Es ist nicht ganz komplett, ich glaube, so vielleicht 10 Stück fehlen. Kennt man ja bei Panini auch. Ich habe noch nie ein Album fertig gehabt. Der Glockengießer. Der Glockengießer nimmt unter den Metallgießern seit jeher eine besondere Stellung ein. Bei ihm genügt es nicht, wenn beim Zerschlagen der äußeren Form der Guss sich schön aus der Umhüllung schält. Sein Werk ist erst von Erfolg gekrönt, wenn die weithin hallenden Schläge der Glocke künden, dass die Mischung der Metalle die gewünschte ungetrübte Reinheit des Klanges ergeben hat. Bild Nummer 5. Wundarzt. Im Mittelalter waren hauptsächlich die Klöster Pflegestätten der ärztlichen Heilkunst. Erst sehr allmählich bildeten sich ein besonderer ärztlicher Stand, der zum Praktizieren einer obrigkeitlichen Erlaubnis bedurfte. Die Heilmethoden waren noch ziemlich einfach. Getränke aus Heilkräutern spielten eine große Rolle. Erst das 16. Jahrhundert brachte die Anfänge einer exakteren Medizin und Chirurgie. Und das letzte Bild für heute, Bild 6. Fahrendes Volk. Schon im frühen Mittelalter gab es herumziehende Leute ohne festen Wohnsitz und sicheren Besitz. Vaganten, fahrendes Volk, auch Gaukler genannt. Sie erwarben ihren Unterhalt durch kleine Handreichungen oder traten als Sänger und Musikanten auf, ließen abgerichtete Tiere oder Marionetten tanzen. Sie wurden als unehrliche Leute gering geachtet und hatten nur wenig rechtlichen Schutz. Gut, ich hoffe, das hat euch bis hierhin erstmal gefallen. Das ziehe ich hier komplett durch. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Sonderfolge Deutsche Kulturbilder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.